So, bevor wir auf die beiden Löcher hier eingehen, noch natürlich das Klebeband entfernen. Und wenn man jetzt noch Lederversiegelung auftragen möchte, um die Abriebwerte zu verbessern, also dass es weniger stark abreibt oder eben auch es vor Anschmutzen schützen möchte, dann bitte 24 Stunden warten, beziehungsweise 12 Stunden warten zum nächsten Tag. Oder halt Versiegelung sprühen. Also man kann Versiegelung auch in die Airbrush-Pistole eingeben. Ne? Also einmal mit Wasser sauber machen, dann Versiegelung reinmachen, Sprühtest vorher machen und dann einmal dünn rüber. Weil dann hat man keine Reibung und dann holt man sich die Reparatur nicht wieder runter. Wenn die Reparatur jünger ist als also 12 Stunden sollte man das mindestens austrocknen lassen, dass der Vernetzer und alles da schon Vollgas geben kann. Genau, und dann passt das, ja. So, ja, sieht gut aus. Versiegelung macht nochmal eine schöne Haptik. Mag ich ganz gerne. Und dann passt das ganz gut. Wenn man einen älteren Sitz hat, dann würde man natürlich Elephant auftragen. Elephant ist Wasser, ist kein Wasser drin. Da ist es kein Problem, da kann man gleich über so eine Schadstelle drüber gehen. Das wäre natürlich bei so einem Sitz hier nicht richtig, weil der neu ist. Aber ich wollte nur einmal zeigen, dass man das, wenn man das hier aufträgt, dann bekommt man halt so einen schönen Seidenglanz, den man beim neuen Auto nicht haben möchte. Aber bei einem Oldie möchte man das. Genau. Und dann soll das ja auch schön aussehen, ne? Genau. So viel dazu. Jetzt aber Lochreparatur. So, wir haben zwei Stoffe, die man drunter kleben kann. Und man sollte einen Stoff unten drunter kleben, weil wir nicht wollen, dass der Füllstoff erstmal ins Unermessliche da unten reinläuft. Und zum Zweiten wollen wir nicht, dass der Füllstoff sich mit dem Schaum darunter verbindet, weil das Bezugsmaterial soll über den Schaum hin und her rutschen. Das ist auch eine kaschierte Haut hier, also kaschiertes Leder. Das heißt also, da ist auch von der Rückseite so ein 3 bis 5 Millimeter starkes Schaumstoffgewebe hinten drauf geklebt. Das ist nicht so entscheidend. Wir kleben das da unten drunter, also nicht direkt ans Leder, sondern unten drunter unter diese Geschichte. So, was haben wir? Wir haben den Spannstoff zum Unterkleben und wir haben Glutex. Glutex gibt es auch in weiß, ich benutze aber schwarz in der Regel. Weiß kann man aber genauso benutzen. Wir fangen mal mit der Unterschied ist, hier braucht man Lederkleber und hier ist schon ein Kleber drauf, der auf Hitze reagiert, also ein Hitzereaktionskleber. Da braucht man keinen zusätzlichen Kleber. Das ist auch weicher und flexibler, aber es kann trotzdem mal sein, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es kann ja durchaus mal sein, dass es eine Situation gibt, wo man sagt, ich möchte gerne mit dem Unterspannstoff arbeiten und deshalb möchte ich zeigen, wie man das tut. Man nimmt ihn aus der Tüte, welche Überraschung, und dann braucht man eine Schere, die gut schneidet. Ich hoffe, das ist bei dieser Schere der Fall. Und dann schneidet man sich ein Stück raus und dann schneiden wir das ungefähr 1 Zentimeter größer im Umkreis als das Stück, was wir reparieren wollen. Und wir schneiden das rund, weil eine runde, ein runder Badge, also eine runde Verklebung von hinten weniger sichtbar ist als eine eckige. Also wenn man eine gerade Linie hat, die würde man eher sehen als hier sowas Rundes. So, dann nehmen wir eine Polsternadel, stecken die in der Mitte rein, damit wir das in der Mitte fixiert haben und stecken das dann wiederum in den Schaum. Und jetzt guck da, haben wir das schon mal fixiert an der richtigen Stelle. Jetzt kommt wieder unser Zahnarztwerkzeug, wie es liebevoll hier intern genannt wird. Und können das damit da drunter machen. Wir müssen uns jetzt nicht darum kümmern, wo ist die Mitte, weil die ist ja mit der Nadel fixiert. Das ist, glaubt mir, sehr, sehr hilfreich.
Und dann kann man das gut verteilen, mit dem Finger nochmal fühlen, wieder rausziehen und dann ist es an der richtigen Stelle. So, jetzt machen wir den Lederkleber rein. Wir wollen es ja verkleben, das soll nicht hin und her rutschen. Vielleicht auch ein bisschen Stabilität noch mit sich bringen, wobei alle 3 Füllstoffe, die ich hier genannt habe, das durchaus gut machen. Was habe ich ausgepackt? Mini-Pinsel nennen wir die. Hier ist der Lederkleber. Auch ruhig einmal schütteln und dann einmal so nach unten machen, dass er vorne an der Spitze ist. Weil wenn er die ganze Zeit so steht, dann ist er weit unten, dann kommt erstmal viel Luft und nichts weiter. So, und dann fülle ich hier das Loch einmal so auf, schließe das wieder und dann nehme ich den Mini-Pinsel und verteile mit dem den Lederkleber da unten drunter. Genau. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, wir haben halt Tests gemacht mit Bezugsstoffen, die gelöst waren und haben dann festgestellt, dass das die effektivste Methode ist, die wir jetzt kennen, das zu verteilen. Ihr seht, ich gehe da gar nicht so super vorsichtig mit um. Das Schöne an diesem wasserlöslichen Lederkleber ist, den kann man einfach von der Oberfläche abruppeln, solange er nicht komplett ausgehärtet ist. Wenn er natürlich bis morgen wartet, dann wird ab nichts. Aber so geht er runter. Ja, dann trocknen lassen. Man kann das natürlich auch beschleunigen, indem man das ein bisschen anföhnt. Aber viel Hitze bringt da jetzt auch nichts. Also man sollte das auch nicht übertreiben mit der Wärme, sondern man kann es so ein bisschen anwärmen, ein bisschen anpressen und dann kann man auch weiterarbeiten. Aber bevor wir hier weiterarbeiten, ich will nochmal hier die Ecken ein bisschen hoch machen. Das wäre dann noch ein bisschen schöner so. Ja, das sieht besser aus. Nehmen wir den zweiten Spannstoff, den wir haben, der Glutex heißt. Glue für Klebstoff und Tex für Textil. Also eine glänzende Seite, eine matte Seite. Also ich muss das mal so halten, gucken. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera sichtbar ist, aber wir haben zur Not auch noch mal einen Aufkleber gemacht. Das ist die klebende Seite. Da schneiden wir uns auch so ein Stück aus. Und das schneiden wir auch rund aus. Und dann nehmen wir auch wieder unsere Nadel. So eine Nadel bieten wir nicht an, also die haben wir nicht im Programm, aber das ist eine normale Polsterstecknadel, die gibt es an für sich überall. Da ist sie zu kaufen. Ich meine, wenn ihr hier eine Präsenzschulung macht, dann könnt ihr auch eine mitnehmen. Übers Video ist das natürlich ein bisschen schwierig. So, auch in die Mitte rein, Kleber nach oben, ne? Weil wir wollen das ja nicht unten auf den Schaum kleben, sondern wir wollen das ja auf das, also an das Leder von der Rückseite kleben. Genau, wieder mit der Nadel fixieren. Dieser Stoff ist ein bisschen weicher, der ist auch nachher überhaupt nicht spürbar. Der Unterspannstoff, der ist schon ein bisschen spürbar, weil er erstmal ein bisschen bockiger so von Haus aus ist. Aber der Kleber ist auch ein bisschen spürbar. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil an dem Repglue. An dem Glutex, Entschuldigung, jetzt bringe ich hier schon selber die Produkte durcheinander, an dem Glutex, dass der halt so weich ist. Genau. So, den muss man natürlich auf jeden Fall wärmen, weil der Kleber ist ja wärmeaktivierend. Und man kann im Loch sehen, wie aus der glänzenden Oberfläche eine matte Oberfläche wird. Und wenn er dann ganz matt ist, dann einmal andrücken. Und wie gesagt, das sollte man nicht übertreiben. Macht das mit wenig Druck, weil wir wollen das Loch nicht überdehnen sondern wollen das eben in dieser Größe lassen, wie es ist. Weil wenn wir das überdehnen, dann haben wir mehr Material in der Mitte vom Unterspannstoff, als wir haben wollen. Und dann haben wir immer so eine Beule. Wenn das passiert, dann fummelt den raus, den Spannstoff. Am Anfang geht das noch einfach, der ist auch noch nicht richtig verbunden und macht das nochmal, weil das rächt sich nach hinten raus. Also wenn das nicht flach drin ist, dann hat man da, das macht keinen Spaß. So, Leather and Plastic Paste. Einmal machen wir sie mal ohne, dass wir sie einfärben hier rein.
und da drüben färben wir sie dann ein. Dann haben wir so ein bisschen die ältere Vorgehensweise und hier die neuere Vorgehensweise. Was sich anbietet bei so einem Loch ist, dass man nicht über das ganze Loch drüber hinweg geht, sondern dass man in der Mitte ansetzt, in die Richtung rausstreicht und dann wieder an der Mitte ansetzt und in die andere Richtung ausstreicht. Und dann hat man Folgendes, dass man nicht durch das Darüberstreichen zu viel Material aus dem Loch wieder rausnimmt. Ja? Deshalb mittig ansetzen und dann einmal nach rechts, nach links, vorne, hinten, wie auch immer das gerade positioniert ist. Bei mir war es ja von vorne nach hinten. So, dann aber Ordnung schaffen außenrum, ne? Dass das hier alles schön sauber ist. Wir brauchen ja nicht die Bereiche prägen, die nichts brauchen. So. Achso, ich hab das hier mit Top-Entferner. Habe ich das hier einmal gereinigt im Schnitt. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt oder gezeigt, aber das ist, glaube ich, klar. Lederreiniger mild oder stark sauber machen mit Top-Entferner. Außenrum alles entfernen, damit wir auch eine gute Haftung bekommen. Und jetzt Heißluftföhn. 230 Grad, also von den 400 mal runtergehen auf 230 Grad. Und jetzt ungefähr 1 Minute föhnen wir das direkt. Also anders als wir das machen, wenn wir Leather und Plastic Paste dünn auftragen. Wenn wir sie dünn auftragen, dann erhitzen wir das Prägepad. Wenn wir sie so dick auftragen, also richtig ein Loch füllen, dann föhnen wir es direkt. Und was wir jetzt wollen ist, wir wollen ganz gerne, dass das von diesem weißen Zustand mehr oder weniger transparent wird. Es wird nicht wie Glas transparent, aber schon so transparent, dass man den Schwandstoff darunter erkennen kann. Und das ist wichtig, weil wir wollen ja sicher gehen, dass dieses Produkt einmal komplett durchgewärmt ist. Weil Leather and Plastic Paste trocknet nicht an der Luft. Man muss einmal Hitze oben drauf knallen und man muss einmal auch prägen. Also ohne Hitze, ohne Prägen funktioniert das nicht. Wenn wir das jetzt so für sich dahin trocknen lassen würden, das wäre in 2-3 Tagen immer noch weich und klebrig und da würden wir nicht so richtig vorwärts kommen. Deshalb hier müssen wir das dann nochmal machen. Und jetzt, wenn wir dann gleich das erste Mal prägen, dann werden wir wenig Druck ausüben, weil das ist wieder das gleiche wie vorher auch. Wir wollen nicht, dass das Loch gedehnt wird oder sonst irgendwas, sondern es soll seine Größe behalten. Es soll nicht größer werden. Wir wollen nicht, dass irgendwelche Lücken zwischen Füllstoff und Leather and Plastic Paste entstehen. Genau. Es kommt langsam, aber dauert noch. Nicht das Leder verbrennen, aber wenn man den Föhn auf 230 Grad macht, dann verbrennt man das Leder nicht. Bei Kunstleder würden wir 130 Grad machen und müssten dann dementsprechend noch länger föhnen, also vielleicht die doppelte Zeit. Hier muss man wirklich ein bisschen Geduld haben, dass das anfängt ein bisschen glasig zu werden, weil wenn man das nicht macht, dann wird das einfach nicht formstabil, das verbindet sich nicht gut und dann hat man da nichts gewonnen. So soll es in etwa aussehen und jetzt gleich das Prägepad oben drauf. Und wie gesagt, wir drücken jetzt schon, aber wir geben hier nicht Vollgas, sondern wir drücken, ne?
aber halten uns auch ein bisschen zurück, so dass das Loch nicht gedehnt wird und wir jetzt eine schöne, saubere Verbindung bekommen. Genau. Wir empfehlen halt, wie gesagt, hier immer so 30 Sekunden das zu machen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und spätestens, wenn man die Wärme durch das Pad spürt, weiß man, okay, das ist auch nach unten durchgewandert, die Wärme. Aber ja, schauen wir mal. Ja, was will man mehr? Das ist ganz gut gelungen. Da müssen wir noch mal füllen, da müssen wir noch mal füllen. Und jetzt machen wir das wieder andersrum. Jetzt füllen wir hier ein bisschen und da ein bisschen. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen drumherum. Und weil wir jetzt ja das wieder dünn auftragen, also nicht dick, sondern dünn, werden wir nicht die Leather- und Plastic Paste direkt föhnen, sondern wir werden das Pad erhitzen. Und jetzt haben wir auch schon eine bessere Verbindung. Das Loch ist ja gefüllt, wir haben schon eine saubere Verbindung. Also jetzt haben wir auf jeden Fall auch, können wir auch mehr Druck ausüben. Also schon mehr draufdrücken dann, weil jetzt dehnt sich ja der Füllstoff mit. Und wir haben da keine Schwierigkeiten. So, wir gehen jetzt aber wieder mit dem Föhn auf 400 hoch. Wir wollen das Pad ja heiß machen. Ne? Und ein kleiner Fussel, den wollen wir nicht haben. Erhitzen das Pad. Das verfärbt sich auch, das kriegt auch mal eine Beule. Das hält aber trotzdem. Also die Prägematrize, die kann wirklich hervorragend mit Hitze umgehen. Jetzt gehen wir da drauf und jetzt können wir auch ein bisschen mehr Druck ausüben, weil, wie gesagt, das schon verschlossen ist. Nicht wackeln beim Prägen, weil dann dann rutscht man natürlich auch mit der Prägung hin und her und dann kriegt man, ich sage mal, so ein unscharfes Bild. Ne? Also dann ist das so verzittert. Das sollte man nicht machen, sondern hier sollte man wirklich die Hand stillhalten und möglichst gerade prägen. So, voilà. Das sieht muy bien aus. Wir werden wissen, wenn wir Farbe drauf machen, wie gut es geworden ist. Bevor wir das aber tun, machen wir dieses Loch hier auch zu. Aber diesmal werden wir die Leather- und Plastic Paste einfärben. So, jetzt werden wir das Loch füllen, aber eben mit eingefärbter Leather- und Plastic Paste. Das heißt also, hier habe ich mir ein kleines Behältnis besorgt. Das ist der Deckel von unseren Mischbechern. Da mache ich ein bisschen Leather- und Plastic Paste rein. Und das macht man genauso mit Filler oder mit Flüssigleder. Und dann nehmen wir ein bisschen was von unserer Farbe, von unserem Anthrazit hier, geben das da rein und rühren das um. Und wie gesagt, Leather- und Plastic Paste, die wird ja relativ transparent. Wie gesagt, nicht glasklar, aber transparenter. Und dann hat man schon gleich ein bisschen Färbung damit drin. Gut umrühren, das soll eine Paste bleiben, also nicht zu viel Farbe reinmachen. Das soll eine Paste bleiben, aber natürlich soll es trotzdem auch eingefärbt sein. Deshalb habe ich hier nochmal einen Tupfen nachgetupft. Ja, da muss man sich muss man mal gemacht haben und dann ist das denkbar einfach. So, dann wollen wir das mal hier reinmachen. Das Loch einmal füllen. So. Und da gehen wir hier einmal wieder auf die Hälfte des Loches, ziehen in die Richtung, andere Hälfte und ziehen in die Richtung. Und dann haben wir das nicht ganz so leer gejuckelt, wie wenn wir einmal drüber ziehen. Ja, wunderbar. Und wir wollen hier auch wieder sauber arbeiten, also macht euch das
außenrum alles schön sauber. Aber bei so einer feinen Narbung ist sowieso immer so, dass man da so irgendwie alles gleich sieht. Dann ist es auch noch super, super matt. Und ja, gleiches Spiel. Nur jetzt hat man natürlich die Herausforderung, dass man nicht sieht, wann es transparent wird. Es wird ein bisschen matter, aber das hilft einem auch nicht so richtig weiter. Deshalb empfehle ich, macht ein paar Reparaturen, ohne das einzufärben vorher an Mustern oder wie auch immer oder halt in einer Präsenzschulung, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie lange ihr das föhnen müsst. Weil auch hier war jetzt das so für mich interessant zu sehen, dass wir ein bisschen länger föhnen müssten, als ich das üblicherweise tue. Und da muss man sich wirklich so ein bisschen reinfuchsen und das regelmäßig machen. Wenn das nicht einmal ordentlich durchgewärmt worden ist, hält es nicht, dann fällt es wieder raus. Und wir wollen ja nicht, dass der Kunde wiederkommt. Deshalb ja, legt da einen Fokus drauf. Kümmert euch darum, dass das wirklich gut funktioniert und dass das wirklich auch gut durchwärmt ist. Genau. Ich habe nochmal 20 Grad oben drauf gemacht, bin jetzt bei 250. Das ist so eine aus dem Bauch heraus. Das Leder kann wirklich gut Hitze ab. Das haben wir ja schon, als wir die Druckstelle rausgemacht haben, gesehen oder auch hier an der Stelle, wo wir repariert haben. Die Leather Plastic Paste, die kann nachher in so diesem pastösen Zustand nicht so viel Hitze ab, aber 250 am Föhn sind wie gesagt so 130, 150 an der Oberfläche. Da kann die schon hervorragend mit umgehen. So 130 Grad mag die auch ganz gerne. Bei Kunstleder kann man halt nicht so hoch gehen, weil das Kunstleder einen dann davon nageln würde. So, und jetzt auch wieder, wie bei dem nicht eingefärbten, wir drücken erstmal nur leicht. Nicht das Loch überdehnen, dass wir nachher irgendwie da kleine Lücken haben zwischen Füllstoff und Leder. So, wir wollen ja einen sauberen, schönen Übergang haben. Wir können nochmal prägen, wir können nach dem Farbeauftragen nochmal prägen, da ist alles möglich. Gar kein Thema. Das geht alles. 30 Sekunden ungefähr. Ich weiß, unten ist eine Timeline. Ob ich immer mich an die 30 Sekunden hier halte bei der Schulung, weiß ich nicht. Aber das ist auch nicht so entscheidend. Wichtig ist dann nachher, wenn ihr das für echte Aufträge, für echte Reparaturen macht. Ich meine, dieses Bauteil hier, dieser Sitz wird nie wieder in einem Auto landen. Von daher spielt das keine große Rolle. Jawohl. Ja, Prägung ist drin. Keine Lücken oder sonst irgendwas. Das ist nur ein bisschen abgesackt. Nicht genug Füllstoff quasi. Also werden wir nochmal nachfüllen. Und wie auch auf der anderen Seite, das ist eigentlich immer so. Also das, ich weiß nicht, von 100 Mal, wenn ich so ein Brandloch mache oder so ein Loch repariere, dann habe ich vielleicht beim ersten Mal gleich die richtige Füllmenge. Ansonsten muss ich eigentlich immer noch mal nachfüllen. Also macht euch da keine Gedanken, wenn das bei euch auch so ist, und freut euch, wenn es auf Anhieb passt. Aber wie gesagt, lieber nachfüllen als in der Bredouille zu sein, Material runterzuholen. So, wieder heiß zu füllen, auf 400 hochgestellt. Und dann hier wickeln, volle Pulle. Ja, weil jetzt haben wir ja wieder eine dünne Fläche, da wollen wir nicht so viel. Wollen wir nicht so viel auftragen. So, einmal da drauf. Und jetzt können wir mehr drücken, weil die Kanten sind ja gut miteinander verbunden. Das ist alles stabil. Der Füllstoff dehnt sich mit und hält da die Verbindung zum Leder, und dann ist das alles kein Thema. Genau. So, waren keine 30 Sekunden, aber mein Bauchgefühl sagt, das passt schon. Mal runterkühlen, dass wir auch die Druckstelle ein bisschen gleich wieder rausmachen, ne, die wir da reingemacht haben mit dem Prägen, und dann ist man da. Wo man sieht, hier ist man natürlich schon gleich eine ganze Ecke weiter an
einer erfolgreichen Instandsetzung als hier, weil das ist jetzt eben weiß und das ist schwarz. Und auch wenn dann vielleicht später mal ein Farbabrieb entstehen sollte, dann hat man hier halt auch gleich den gleichen, mehr oder weniger den gleichen Farbton wie oben und das ist weniger auffällig als hier. Deshalb das Einfärben ist schon eine coole Sache, macht auf jeden Fall Sinn. Aber wie gesagt, man muss erstmal ein bisschen lernen, mit dem Material entsprechend umzugehen. So, bevor wir jetzt mit der Airbrush-Pistole hier loslegen, werden wir hier mit dem Mini-Pinsel Farbe auftragen, weil da, wo jetzt der Füllstoff ist, wo das weiß ist, da fehlt ja sehr viel Farbe. Natürlich kann man das mit einer Airbrush-Pistole auch nachfärben oder mit einer Handspritzpistole. Das bedeutet aber auch, dass man drumherum, wo man nicht so viel Farbe braucht, man auch viel Farbe auftragen würde und dann hätte man eine ganz schöne Beschichtung überall oder in einem größeren Bereich, als man eigentlich wirklich braucht. Und deshalb empfehle ich mit dem Mini-Pinsel einmal das vorzufärben. Diese etwas dickere Schicht mit etwas behutsam mit dem Föhnprozess trocken zu föhnen. Und dann ist man auch irgendwo bei diesem Status hier. Und dann kann man eben mit einer Airbrush-Pistole hergehen und Farbe auftragen und das ein bisschen ausnebeln. Sowohl dann nehmen wir unser schönes Anthrazit hier und wieder nicht vergessen, wir sprühen nicht direkt auf unsere Schadstelle, sondern wir nehmen erstmal unser Tuch, prüfen unser Sprühbild und wenn wir sagen, jo, das mögen wir, dann wird das ein bisschen ausgenebelt hier, dünne Schicht, zwischengeföhnt. Und jetzt kommt auch die Wahrheit zutage. Haben wir gut geprägt oder nicht so gut geprägt? Bei beiden haben wir geprägt und auch ordentlich geprägt. Aber das ist natürlich keine Reparatur, die wir so auf uns sitzen lassen können, sondern hier wollen wir noch ein bisschen mehr rausholen. Und das können wir auch, weil jetzt wird einfach nochmal Leather and Plastic Paste aufgetragen auf beiden Stellen. Da kann man auch die eingefärbte nehmen, wenn man noch welche da hat. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und dann, ich konzentriere mich jetzt mal nur auf diese eine Stelle, weil 2 Stellen gleichzeitig reparieren, das wird nichts. Man muss sich schon auch ein bisschen der ganzen Sache widmen. Und wenn man sich der Sache nicht widmet, dann wird das nichts. Und wir wollen es ja ordentlich machen, ne? Auch wenn das jetzt nur ein Mustersitz ist. Genau, aber ihr seht also dann einfach nochmal auftragen. Dünne Schicht, also wir erhitzen das Pad direkt. Wir gehen hier so vor. So, perforiertes Leder. Da geht man genauso vor im Prinzip, also man klebt was drunter, man macht den Füllstoff und dann hat man prägt das auch, also man holt sich die Prägung vorher von einer Stelle, wo es nicht perforiert ist, prägt das alles runter und dann, wenn alles soweit fertig ist und gefärbt ist und das alles soweit gut aussieht, halt nur die Löcher noch fehlen, dann macht man die Löcher rein. Da gibt es verschiedene Wege. Man kann einmal so eine Nadel nehmen, die mit dem Feuerzeug oder mit dem Heißluftföhn erhitzen, dass man das reinbrennt, das Loch. Man kann einen Lötkolben nehmen und sich eine Spitze organisieren, bauen, die diesen Durchmesser hat, dann kann man das auch machen. Oder man holt sich einen Dremel, der auch von Einhell sein kann natürlich, und einen kleinen Mini-Bohrer und bohrt da rein. Beziehungsweise Bohrer funktioniert nicht so gut, sondern Fräser funktioniert besser. Das ist vielleicht nochmal so ein Tipp hier an der Seite und dann macht man die Löcher wieder rein. Und damit die Löcher in einer Linie sind, macht es halt Sinn, dass man sich mit einem Stift da sich eine Linie vorher anzeichnet. Genau, also dass man sich über Kreuz das einmal anzeichnet.
Aber wie gesagt, da gibt's noch mal ein ausführlicheres Video, Lochreparatur. Aber wie gesagt, von der Vorgehensweise mehr oder weniger identisch zu dem, wie wir das halt nicht perforierten Bereich machen. Genau. Ja, wieder Topcoat drauf, wenn man damit zufrieden ist. Ich wäre damit noch nicht zufrieden, ganz ehrlich, aber ihr habt nicht das Video eingeschaltet, um mir lange bei einer perfekten Reparatur zuzugucken, sondern ihr wolltet wissen, wie die einzelnen Schritte sind. Hier würde man dann nochmal füllen, prägen, vielleicht auch mal schleifen zwischendurch. Kneten ist auch immer noch so, also walken, einmal ein bisschen walken, dass man nochmal die eigentliche Struktur wieder bekommt. Stabil genug ist das jetzt schon, das ist kein Problem. Und dann arbeitet man so weiter und dann würde man sich darum kümmern und dann kommt man da hin. So, im nächsten Kapitel werde ich eine Abriebstelle, eine Farbabriebstelle einmal reparieren an der Sitzbange. Einfach von vorne nach hinten einmal kurz durch, dass ihr da einen besseren Überblick habt. Also dass ihr einmal eine ganze Reparatur in einem Schritt durchsieht. Also, bis gleich.